Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir mal wieder ein spannendes Bastelthema für euch mit am Start, und zwar geht es nochmal um ESP32 bzw. ESP32S3. Wir hatten euch ja mal vor 2 Monaten ein Video vorgestellt, wie ihr bis zu 96 Kryptowährungen mit so einem kleinen ESP32 hören könnt, in Anführungsstrichen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, so richtig rentabel ist es natürlich nicht, ist eher als Bastelprojekt zu sehen, und auch, dass ich in diesem Video heute vorstelle, natürlich auch nicht. Destotrotz ist es halt eben eine spannende Geschichte mit dem ESP32 bzw. dem ESP32S3, da ein bisschen was zu schürfen, zu meinen bzw. mitzumachen. Ja, ihr könnt zum Beispiel ein ESP32 bzw. ein ESP32S3 zum Beispiel bei AliExpress kaufen. Die Dinger kosten ab 3 Euro so in der Drehe. Ihr seht hier mal zum Beispiel einen. Wir gucken uns zum Beispiel den mal an. Also das ist jetzt explizit ein ESP32S3. Ihr seht ihr hier als Willkommensgruß sozusagen, bekommt ihr den für 2,99. Und der ist auch relativ schnell bei euch, sage ich jetzt mal. Ihr seht, der S3 ist ein bisschen anders wie der normale ESP32. Ihr seht zum Beispiel hier, die S3 haben zum Beispiel zwei USB-Anschlüsse, also USB-C jetzt in dem Fall. Es sieht auch dementsprechend hier nochmal die RGB-Beleuchtung, die hier auch dementsprechend mit dabei ist, etc. Im Grundprinzip das gleiche wie in ESP32, nur ein bisschen anders von der Bauform. Der ist auch größer wie der ESP32, hat aber trotzdem ein Roomboard hier drauf. Das seht ihr dementsprechend hier. Also quasi der Controller, der für Bluetooth und Wi-Fi auch dementsprechend zuständig ist. Also wie gesagt, auch hier wieder reden wir von Kosten 3 Euro in etwa. Ja, aber ihr müsst halt eben selber wissen, wo ihr euch einen ESP32 oder ESP32S3 letztendlich holt. Ja, zum Flashen würde ich immer empfehlen, das Espressif-Tool von GitHub. Hier seht ihr, ich bin gerade mal auf der Seite von Nerdminer, also GitHub-Page von Nerdminer. Hier gibt es einmal den normalen Flasher, womit ihr jeden ESP32 in einen Nerdminer umwandeln könnt. Und für die Projekte, die ich euch jetzt gleich vorstellen will, kann ich nur empfehlen, das ESP-Tool letztendlich zu nehmen. Ihr klickt einfach drauf, verbindet euren ESP32 oder ESP32S3 und habt halt eben die Möglichkeit, die Firmware hier dementsprechend drauf zu flashen. Ja, was möchte ich euch heute mit auf den Weg geben? Und zwar, es gibt Projekte, mit denen ihr auch Mining betreiben könnt mit dem ESP32. Das ist jetzt aber abgelöst von Bitcoin-Mining, beziehungsweise auch dementsprechend Mining über ein Mineable. Ich glaube, das geht momentan sowieso nicht mehr, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen möchte ich euch in diesem Video die folgenden Projekte vorstellen. Zum einen haben wir Junkcoin, gucken wir uns auch gleich nochmal etwas genauer an. Dann haben wir FLX-Time. Dann haben wir Useless Brick und Entropy. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das sind die 4 Projekte, sage ich jetzt mal, die ich für euch mit am Start habe, wo ihr mit einem ESP32 beziehungsweise mit dem ESP32S3 halt eben mit meinen könnt, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Kryptowährung, die hier dementsprechend von den Projekten angeboten werden, könnt ihr richtig meinen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Junkcoin an. Und ihr findet alle Informationen zum Junkcoin auch dementsprechend auf der Seite. Ich packe euch natürlich von allen Projekten die Links in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr euch angucken. Also wichtig bei den meisten ist, dass ihr in Discord reingehen müsst. Ihr braucht das sogenannte eine Rolle bei den meisten Projekten dementsprechend dieser Art. Und halt eben auch manchmal wird ein NFT verlangt. Das kommt natürlich aufs Projekt drauf an. Bei Junkcoin ist es zum Beispiel so, ihr könnt hier in die Dokumentation reinschauen. Ich übersetze uns das Ganze mal auf Deutsch, ist dann wahrscheinlich ein bisschen besser. Hier wird dementsprechend erstellt. Junkcoin ist nur zum Minen bestimmter Diebe Meme-Coins. Das heißt, hier ist wirklich Mining von dem Meme-Coin mit dem ESP32. Und das finde ich eigentlich eine relativ coole Geschichte. Erster Schritt, hier wird nochmal erklärt, bei den meisten, also die Projekte, die ich hier noch für euch mit am Start habe, ist es tatsächlicherweise so, dass ihr dementsprechend im Discord reingehen müsst. Ihr verifiziert euch und dann müsst ihr halt eben aktiv in der Community sein. Bei Junkcoin ist zum Beispiel so, ihr braucht eine Solana Wallet. Ich meine, das solltet die meisten von euch haben. Idealerweise im Phantom. Also beziehungsweise eine Phantom-Wallet, die das unterstützt. Na, dann müsst ihr euch die Rolle des Messis holen. Also jeder hat so seine Eigenheiten. Also sage ich jetzt mal, jedes Projekt. Und Hardware hier auch nochmal, die zum Mining erforderliche Hardware ist ein ESP32, ein ESP32S3 oder ein ESP32S3 Mini. Also wie gesagt, das Ganze ist halt eben relativ kostengünstig zu betreiben. Ich habe es ja eben schon mal gezeigt.
Den ESP32 S3 zum Beispiel kriegt ihr hier für $3. Und der eine oder andere hat vielleicht noch aus dem Nerdminer-Projekt noch ein ESP32 rumliegen, kann es halt eben dafür nutzen. Also wie gesagt, bei den meisten Projekten ist es tatsächlicherweise so, der erste Schritt in Discord rein und so läuft das dann bei Junkcoin. Ihr müsst halt eben kleine Tasks erfüllen. Einen kleinen Task, den ich mal erfüllen müsste, zeige ich euch natürlich auch gleich. Genau, dann gibt es zum Beispiel noch das Projekt FLX Time. Auch diesen Link packe ich euch natürlich in die Beschreibung unten rein. Es gibt hier überall die Dokumentation dazu. Seht ihr zum Beispiel hier auf Docs. Hier wird auch nochmal erklärt. Ich mache es mal ein Stückchen größer. Übersetzen uns das mal in Deutsch. Hier wird auch nochmal erklärt, was das ist, wozu die Vertragsadresse ist. Sind ja überall Token mit dabei. Das heißt, die Token haben auch einen Wert. Das heißt, ihr macht das auch dementsprechend nicht umsonst. Ja, also jetzt hier bei FLX Time zum Beispiel. Ihr seht hier auch nochmal, hier gibt es eine Anleitung dabei. Ihr braucht dafür auch zum Beispiel ein ESP S3, ESP 32 oder ein ESP 8266. Ihr seht hier ein USB-Kabel, die Installationsanweisung der Firmware etc. Nichtsdestotrotz ist es auch hier wieder so, dass ihr über den Start quasi über Discord macht. Das bedeutet, dass ihr euch im Discord hier dementsprechend anmeldet. Seht ihr hier, müsst ihr erstmal joinen, da bekommt ihr eine sogenannte Rolle, kleinen Task erfüllen, dann könnt ihr dementsprechend das Mining machen. Ihr seht zum Beispiel auch hier bei Junkcoin, um es nur mal gesehen zu haben, es gibt eine Deck-Screener-Page, das heißt, ihr seht hier quasi den Token selber, alle Informationen auch zum Token. Ihr seht hier, wie viel ist der Token letztendlich wert, was für einen Preis, was für eine Marktkapitalisierung haben wir hier. Ihr seht zum Beispiel hier, wir haben hier ein Market Cap von über 600.000. Wir haben eine Liquidität von knapp 40.000. Im Projekt hier seht ihr auch nochmal die Trades. Das heißt, hier ist in den letzten 24 Stunden Volumen von $214 gehandelt worden. Ja, dies dazu. Also wie gesagt, das war die Junkcoin-Geschichte. Dann FLX Time. Eigentlich das gleiche Prinzip sozusagen. Schaut mal im Discord rein. Jedes Projekt hat so mehr oder weniger seinen eigenen Use Case oder einige haben auch keinen Use Case. Ich möchte es auch mal dementsprechend so sagen. Ja, aber wie gesagt, bitte do your own research. Genau. Dann haben wir als nächstes Useless Brick. Hier wird halt eben auch gleich darauf hingewiesen, ihr müsst auch in Discord rein und ihr müsst hier dementsprechend auch eine Task erfüllen. Die möchte ich euch jetzt natürlich auch zeigen. Das heißt, ihr seht hier unten den Discord-Link und ihr seht hier auch nochmal in den Dokumentationen, also quasi in den Docs, hier wird das auch nochmal erklärt. Sozusagen, was ist das jetzt? Also Useless Brick ist quasi nutzloser Ziegelstein. Hier seht ihr wie das Ganze funktioniert. Also hier braucht ihr zum Beispiel einen ESP32 S3 Controller dafür. Wie gesagt, kostet um die 30 Euro, sag ich schon, $3 so in der Drehe. Hier wird nochmal die Bergbaumechanik erklärt, das heißt alle 30 Sekunden ein Block sozusagen. Ja, Vertrauensrichtlinie gucken wir uns auch gleich nochmal an, Netzwerk Governance, das heißt, wie funktioniert das Ganze. Useless Break ist allerdings noch nicht live, das heißt, die sind noch im Testnet unterwegs. Und aber trotzdem, das Projekt gefällt mir auch so ein bisschen. Ne, von daher eigentlich nicht schlecht. Bei Useless Brick war es halt dementsprechend so, ich hatte gesagt, ihr müsst meistens in Discord reingehen, um halt eben einen kleinen Auftrag zu erfüllen. Und das sieht dann zum Beispiel so hier aus. Ihr seht hier zum Beispiel Useless Brick, das heißt, ihr müsst ein Bild machen von eurem ESP32. Und hier war halt eben die Anforderung noch einen Ziegelstein dazu. Ich habe einfach einen Lego-Stein genommen. Ich hatte das ja um die Weihnachtszeit schon gemacht und man postet halt eben ganz einfach bei Twitter oder beziehungsweise jetzt X, markiert 2 Freunde drauf und schickt halt eben diesen Link im Discord ein und dann bekommt man seine Mana-Rolle. Dann kann es losgehen. Dann sieht man dementsprechend auch hier im Dashboard, was man bis jetzt hier schon gemacht hat. Man sieht die Solana-Adresse, seine Miner-ID, wann man die letzte Runde gewonnen hat, die Token-Balance. Man kann das auch abziehen, wenn man in der Zero Trust Policy auf 0 ist, dann kann man claimen und withdraw, also direkt auf die Wallet auszahlen. Wie gesagt, das läuft aktuell noch im DevNet, also im Entwicklernet sozusagen, ist noch nicht wirklich live, aber funktioniert auch soweit. Ich bin mal gespannt, was bei Useless Brick letztendlich passiert. Ja, dann haben wir noch Entropie, das hatte ich euch ja eben schon erklärt. Hier ist es dementsprechend auch so, auch diesen Link packe ich euch rein. Der erste Schritt ist halt dementsprechend, dass ihr ins Discord reingeht. Ihr braucht halt eben auch dort eine Rolle. Das heißt, bei Entropy ist es halt so, dass ihr irgendwo ein Loch graben müsst, dort euren ESP32 Controller reinlegen müsst und das Ganze fotografieren müsst. Das ist bei Entropy bzw. Entropy ein bisschen tricky, was das angeht. Nichtsdestotrotz eine relativ interessante Geschichte, was das angeht. Guckt es euch einfach mal an. Ja, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Wie gesagt, die 4 Projekte, die ich euch vorgestellt habe, laufen überwiegend auf den ESP32.
beziehungsweise ESP32S3. Junkcoin hat man uns gerade angeguckt, ist für mich auch schlüssig, scheint interessant zu sein, werde ich wahrscheinlich mal mit reingehen in das Projekt. Ihr seht halt, beim Junkcoin ist auch ein Token da. Ihr seht hier FLX Time. Können wir mal gucken. Auch hier ist es möglich, den Token zu traden sozusagen. Wenn wir hier mal bei Bird Eye gucken, seht ihr dementsprechend, oh, das ist aber klein. Gucken wir mal, genau. Seht ihr dementsprechend auch hier bei FLX Time wird auch getradet, das Ganze. Also eigentlich auch eine interessante Geschichte. Useless Brick, das ist halt eben das Projekt, wo ich dabei bin. Seht ihr hier dementsprechend das Dashboard und halt eben auch der Task dazu, der erfüllt werden musste. Und last but not least, EntroPy. Guckt es euch dementsprechend mal an. Auch hier müsst ihr dementsprechend beim Discord joinen. Ich muss mal ganz gucken. Ihr seht hier, wenn ich jetzt hier auf meinen draufklicke, wird man gleich auf den Discord-Link quasi verwiesen. Das heißt, hier in Discord rein, halt eben Task erfüllen, kleines Loch buddeln etc. Ist halt eben, wie gesagt, sehr, sehr interessant bzw. spannend. Ja, das war's von mir. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, die Kosten halten sich sehr gering. Hier bei FLX Time, soweit wie ich das mitbekommen habe, müsst ihr noch ein NFT kaufen. Das kostet aber auch nicht viel. 10, 15 Dollar. Ich bin mir da nicht ganz sicher aktuell. Und ja, wie gesagt, Projekte sind für den ESP32 sehr interessant. Guckt es euch mal an. Ja, und ihr habt dabei auch dementsprechend nichts zu verlieren. Die Investitionskosten sind absolut gering, was das angeht. Und es ist ein idealer Einstieg, auch ein bisschen in die Krypto-Mining-Welt reinzuschauen, sozusagen, für einen sehr, sehr ganz, oder beziehungsweise sehr, sehr geringen Einsatz. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.